Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben jetzt die winterliche Weihnachtsansicht hier in Shakes and Fidget. Ja, es ist der Winter eingekehrt. Und ich finde, diese Ansicht habe ich gestern schon im Stream erwähnt gehabt. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Feiere ich wirklich sehr. Die Optik ist ziemlich cool und ja, wirkt auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich. Wir haben gestern im Stream unseren Freund, die Kumpelblase, freigeschaltet. Ja, den Mannequin oder auch das Alter Ego besser genannt. Und ja, das werde ich euch nochmal ganz kurz hier zeigen. Alter Ego für den schnellen Ausrüstungswechsel und knitterfreien Kettenhemden. Dann haben wir den jetzt schon nach 2-3 Mal Blättern. Bei mir kostet er 10 Millionen, also es ist wahrscheinlich abhängig von eurem Level, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, und dann holen wir uns den mal hier. Schön. Wir nehmen den mal ins Inventar. So. Und jetzt müssen wir ihn wahrscheinlich auf uns selbst ziehen, gehe ich mal von aus. Ja. Zack. Alter Ego. Okay, wird nochmal erklärt. Nochmal sogar. Keine Tipps anzeigen. Dein Alter Ego kann für dich ein komplettes Set an Ausrüstungsgegenständen verwahren. Mit dem Knopf oben links im Porträt kannst du deine aktive Ausrüstung schnell gegen die deines Alter Ego auswechseln. Ja, bei manchen sah es vielleicht zum Anfang so aus. Gucken wir mal. War es das erste Mal? Zweite Mal. Das Ding unten in der Mitte sieht mir schon sehr verdächtig aus, als würde da irgendwas nicht ganz hinhauen. Ist das Update vielleicht noch nicht ganz richtig drauf? Ja, und wenn das so aussah bei euch, das sah bei sehr vielen erst zum Anfang so aus, weil die meisten von euch noch nicht die neue Version geupdatet hatten. Und ja, bei den meisten funktioniert es dann immer automatisch so. Aber im Browser muss man dann erst immer neu starten, so die Version. Und bei mir war gestern noch die Ansicht ohne diesen Schneefall hier. Und das war dann, wie gesagt, noch die alte Version. Und jetzt, wenn ihr diese Schneeoptik habt in eurem Browser, dann seid ihr auf der aktuellsten Version und dann sollte es auch nicht mehr vorkommen, dass euer Mannequin, wenn ihr ihn im Shop findet, ja, unsichtbar ist. Ne? Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, dass das der Fall ist, ja, weil das hatten gestern sehr, sehr viele das Problem, unter anderem auch mir, oder ich hatte das gestern, ja. Und ja, das löst auf jeden Fall denn das Problem und ja, ich muss sagen, ich finde, ja, Rucksack voll. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr nice. Ihr seht schon, mein Inventar ist wieder knüppelvoll hier, ne? Können wir gleich mal gucken, ob wir hier irgendwas, wir haben Schuhe, heute sind Schuhe dran hier zum Zerlegen. Ja, da können wir wieder ein paar Skillpunkte hier auf jeden Fall rausholen, ne? Das meine ich damit, also das ist jetzt unglaublich krass, dass wir jetzt einfach hier so wieder, ja, das komplette Inventar dafür haben, um ja, hier unsere Sachen zu lagern. Ja, für die Hexe, um da ein paar Skillpunkte extra nochmal mit rauszuholen. Und ich hatte gestern schon im Stream erwähnt gehabt, ich habe hier schon seitdem der Arena-Manager quasi draußen ist, habe ich hier nicht mehr großartig hier oben die Slots belegt gehabt, weil hier immer mein Farm-Equipment war. So, und jetzt, wo wir den Mannequin haben hier, ich nenne ihn liebevoll die Kumpelblase, ja, weil er für mich wie ein Kumpel ist hier, ne? Ja, ist das auf jeden Fall Schnee von gestern wie die Koksreste am Dollarschein, ja, oder Schnee von gestern wie hier in der Stadtübersicht. Und ja, nochmal zum Verständnis, wie man das Ganze hier bekommt, den Alter Ego. Und nochmal so separat im Video, was das Ganze überhaupt bringt. Also bekommen tut ihr den Alter Ego, sobald ihr den Arena Manager freigeschalten habt, ja. Und im Arena Manager müsst ihr hier auf eurem Runenkonto mindestens 1000 Runen geopfert haben, damit ihr die Chance habt, dann im Waffenladen den Alter Ego zu finden. Den kann man halt finden, das habt ihr ja schon gesehen, für Gold. Ne? Der kostet abhängig viel von eurem Level. Bei mir hat er 10 Mille gekostet und ist so auffindbar wie quasi im Zauberladen das Sammelalbum. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Wir haben gestern im Stream auf meinem Main ihn in 2 Versuchen oder so gefunden. Auf meinem Battlemage habe ich schon 20 Versuche dafür gebraucht. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die 50 Mal blättern mussten. Ja, also das ist ganz, ganz unterschiedlich, aber das ist auf jeden Fall die Voraussetzung, die ihr dafür erfüllen müsst, um hier den Mannequin, die Kumpelblase hier freizuschalten. Ja, und was macht das Ganze denn? Ihr könnt quasi hin und her wechseln zwischen eurem Equipment, zwischen eurem PvP-Equipment und eurem PvE-Equipment. Das heißt, alles, was ihr im Arena Manager findet, an Runen könnt ihr jetzt
getrost austauschen oder ja, immer wieder neu anziehen, wenn ihr ein Equipment habt, wie ich zum Beispiel, was sehr gut ist für die Ehrenhalle, mit Widerstände, Lebensenergie, ja, Widerstand, Lebensenergie und so weiter und so fort. Das ist ja alles gut für Dungeons und für die Ehrenhalle, so, ne, die Runen, die hier drauf sind. Und jetzt jetzt muss man das Ganze nicht mehr jedes Item manuell wechseln, so mit 8 Klicks immer alles umwechseln, sondern jetzt können wir gleich auf das Farm-Equipment umwechseln und jetzt hat quasi mein alter Ego mein Equipment an. So, und jetzt können wir getrost hier anfangen mit unserem Farm-Equipment, ne, die Runen, die man aus dem Arena-Manager bekommt, jetzt hier anfangen zu farmen. Also hier mit dem Goldbonus drauf, mit den Qualitäts-Items, mit den epischen Gegenständen erhöhen, Erfahrungsbonus, das sollte alles auf dem Farm-Equipment drauf sein, nur nochmal zum Verständnis. Und jetzt können wir getrost hier anfangen, in die Taverne zu gehen und von diesen Boni zu profitieren. So, und jetzt, wenn wir wieder auf den Dungeon gehen wollen, jetzt zum Beispiel den Free Try, müssen wir nicht mehr hier unzählige Male wechseln, sondern können einfach zack, haben hier wieder unser Equipment an und jetzt können wir hier quasi reingehen in den Dungeon. Ja, mit einem einzigen Klick haben wir uns quasi 8 Klicks gespart, sozusagen. Ne? Und das ist schon... Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Haben sich sehr viele, sehr lange gewünscht gehabt. Kam jetzt leider ein bisschen zu spät, aber besser spät als nie. Und für die Leute, ich hatte es ja auch schon gesagt, für die Leute, die darauf nicht mehr angewiesen sind, das heißt, die schon Farm- und PvP-Equipment in einem haben, also die Leute, die den Arena-Manager so weit gepusht haben, dass die Runen so hoch sind, dass die quasi beides in einem tragen können, ne? Die brauchen ja dann quasi nicht mehr diesen Switch-Button. Trotzdem haben sie dann immer noch den Vorteil, dass sie hier 9 Slots zur Verfügung haben, wo sie Gegenstände drin lagern können. Edelsteine nicht, ne, ist klar, aber halt, wie gesagt, Waffen oder halt einmal so ein Gegenstand, ne, für die Rüstung halt so. Ne? Man hat halt 9 zusätzliche Slots oder falls man mal irgendwas für die Begleiter aufheben möchte, irgendwas Bestimmtes, dann kann man das hier jetzt beim Alter Ego machen. Also auch trotzdem ein ganz nettes Feature, ne? Auch für die Leute, die jetzt schon, wie gesagt, den Arena Manager jetzt so weitestgehend schon durchgespielt haben, mehr oder weniger, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache und ja, freut mich auf jeden Fall, dass das Ganze jetzt hier implementiert ist. Und ich denke mal, die meisten von euch wird das, denke ich mal, auch freuen. Und ja, ist eines der besten Updates, so finde ich persönlich, die jetzt Shakes & Fidget hier so rausgebracht hat oder eines der nützlichsten Updates, sagen wir es besser so, weil es erspart einen schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Wenn man jetzt vor allen Dingen auch mehrere Server hat irgendwie, die man gleichzeitig bespielt, dann ist es halt relativ schwierig, auf jedem Server, ne, ja, das Equipment zu wechseln immer wieder. Das sind halt so viele Klicks, die man machen muss und so. Und ja, das ist halt nervtötend, ne, und dauert ziemlich lange und ja, deswegen ist es ganz nice, vor allen Dingen auch für Leute, die halt, wie gesagt, auf mehreren Servern zocken, ist das sehr, sehr nützlich. So, wir haben die Quest abgeschlossen mit dem Hütchenspieler, haben wir mal eben auf schnelle Welle mal kurz nebenbei gemacht. Ja, und wir haben, also ich finde es so nice, jetzt haben wir wieder komplettes Inventar, einfach Platz hier, ne, um irgendwelchen Schrott zu sammeln, so. Und wir haben bald hier alles komplett ausgebaut, ne, die Schatzkammer hier, fehlt uns nur noch eine Stufe auf 45, ne, wenn wir die auf 45 gebaut haben, die Schatzkammer, dann haben wir hier auch den letzten Slot freigeschaltet und ja, dann haben wir auf jeden Fall wieder genug Inventarplatz, um hier einiges anzusammeln, ja. Und man war schon so verwöhnt gewesen, oder ja, ich sag mal so, man wird so verwöhnt, wir haben ja schon so viel Platz jetzt mehr durch die Schatzkammer hier. Und ja, jetzt kann man einfach nicht genug Platz haben. So. Also jetzt wünsche ich mir, dass man noch mehr Platz hat, so, ne? Aber ist ja eigentlich auch nicht nötig irgendwo. Ne? Man hat auf jeden Fall genug Platz zum Sammeln hier. Und ja, diesen benötigten Platz sollte man dann auch ausnutzen, wenn man dazu dann schon die Gelegenheit hat. Ne? Ja, auf meinem Battle Mage habe ich mir den Mannequin auch schon geholt und ja, da habe ich gestern auch geblättert, wie gesagt, da musste ich ein paar Mal mehr blättern, da haben wir glaube ich 20 Versuche oder so, ich glaube ein bisschen mehr als 20 gebraucht, um den dann zu finden. Ja, also es ist halt eine Glückssache, ne? Und auf meinen anderen Charakteren, da muss ich das dann erst noch, suchen, freischalten. Und dann muss ich da mir auch noch ein Farm-Equipment zusammensammeln, weil das habe ich ja wie gesagt noch nicht gemacht. So, da gucken wir mal gleich im Shop, ob wir das hier haben. Ah, guck mal, hier, ja moin. Was ein Glück, wir haben direkt
Oh nein, das war Kesselding, ist egal. Wir haben direkt das alter Ego hier. Im Shop auf dem Berserker, das ist ja sehr nice. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unser Quest-Equipment hier zusammensammeln und das dem alter Ego anziehen. Ja. Warte mal, was ist das denn? Ah, ich wollte schon meinen. Ich hatte gestern nämlich auch gelesen, dass manche irgendwie, dass bei manchen das alter Ego schon irgendwie Sachen anhatte und dann haben die Epics umsonst bekommen, aber ja, es war jetzt bei mir kurzzeitig irgendwie der Fall, aber ja, es scheint wohl nicht die Gegebenheit zu sein. Gut, dann gucken wir mal gleich noch hier. Okay, hier haben wir kein Glück auf den Dämonenjäger, da müssen wir dann halt erst noch das finden. Hier habe ich aber auch nicht mehr sehr viele Pilze. Ich warte auf die Pilzaktion, damit wir uns hier ja, wieder ausstatten können. Und dann hole ich mir das 50er-Angebot mit den Sanduhren und so. Ja, und dann sind wir hier auch wieder up to date. So sieht das auf jeden Fall aus. Das ist das Update momentan. Ja, am Wochenende haben wir ja Black Friday, wird auch sehr nice. Und ja, das Sanduhren-Event wird auch gemolken auf jeden Fall, zumindest auf dem Main-Account. Da werden wir reingehen in den Shop und werden uns da genüsslich ausstatten mit neuen Sanduhren, denn wie gesagt, der Faktor ist um 10 erhöht und das werden wir auf jeden Fall nutzen, um uns dann ein bisschen ja, einzudecken mit Sanduhren, ne? Und das wird auf jeden Fall auch sehr nice. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, da werden auch ein paar Pilze in den Shop fließen. Gut, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch das Update, was jetzt rauskam. Mir gefällt es persönlich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Sehr nützlich. Und ja, falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar. Ansonsten hier unter dem Video da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.